Wer sich gerade neu mit dem Minimalismus beschäftigt oder wie ich Tag ein, Tag aus Videos darüber ansehen könnte, wird sich schnell eine Frage stellen. Was bringt es mir für Vorteile, minimalistisch zu sein? Und genau darum soll es in diesem Video gehen. Wenn du also mehr Honig für den Minimalismusbär in dir besorgen willst, lehn dich zurück und mach's dir bequem. Vorteil Nummer 1. Man spart Geld und hat dadurch mehr Möglichkeiten. Wenn du minimalistisch lebst, kaufst du weniger Dinge und sparst dir damit eine Menge Geld. Wer kennt nicht die Shoppingtage, bei denen man in jedem Sale zugeschlagen hat, zwischendurch noch die Heimdekoration umgestaltet und ausgetauscht hat und doch noch einen unwiderstehlichen Nagellack gefunden und mitgenommen hat. Durch den Wegfall solcher Zwischenfälle spart man sich eine Menge Geld, welches wiederum in gutes Essen, schöne Ausflüge oder auch ein einzelnes, teureres Teil investiert werden kann. Vorteil Nummer 2. Man spart Zeit. Wer sich auf die wichtigen Dinge konzentriert und weniger Besitztum hat, um das man sich kümmern muss, spart Zeit. Das Aufräumen, Putzen und Pflegen ungenutzter Dinge fällt einfach weg. Diese ersparte Zeit führt mich zum nächsten Vorteil. Man hat mehr Zeit. Durch weniger Besitz und Zeit, die man unnötig verplempert, hat man mehr Zeit für Hobbys und Menschen, die einem wichtig sind. Ganz nebenbei hast du dann auch für dich selbst mehr Zeit, in der du tun und lassen kannst, was du willst. Wie wäre es mit einem schönen langen Spaziergang, auf der Wiese in der Sonne liegen oder einem schon lange nicht mehr gemachten Lesenachmittag? Denn die Zeit, die man hat, glücklich und zufrieden zu verbringen, ist das Wertvollste, das man damit tun kann. Vorteil Nummer 4. Man wird ausgeglichener. Durch die gewonnene Zeit denkt man viel nach und reflektiert sich mehr als vorher. Dadurch arbeitet man stetig an seiner Persönlichkeit und da man sowieso viel mit dem Thema Achtsamkeit in Berührung kommt, formt man sich automatisch auch etwas in diese Richtung. Nummer 5. Man wird produktiver. Was machst du aber nun mit dieser Zeit? Irgendwie will die ja auch gefüllt werden. Da deine Aufmerksamkeit nicht mehr auf unnötigen Ballast gelenkt wird, kannst und wirst du anfangen, deine Zeit sinnvoll zu nutzen. Ob du nun fleißig Bücher liest, eine neue Sprache lernst, neue Hobbys erkundest oder die Zeit in dich selbst investierst. Besser genutzt als beim Putzen, durch Instagram scrollen oder shoppen gehen ist sie alle Male. Man muss weniger putzen. Da man weniger Krempel besitzt, der rumsteht, geht das Putzen viel schneller. Flächen sind frei zum Wischen, auf dem Boden liegt nichts herum und wer sich angewöhnt, benutzt es direkt wegzuräumen, hat keine großen Putzaktionen, sondern erledigt alles nebenbei. Vorteil Nummer 7. Man kümmert sich mehr um sich selbst. Da man mehr Zeit mit seinen Hobbys verbringt und die Ruhe und das Nichtstun zu genießen lernt, bekommt man ein ganz neues Verhältnis zu seinem eigenen Körper. Wer sich mit dem Minimalismus beschäftigt, kommt auch mit Themen wie Nachhaltigkeit, Zero Waste und allgemein einem gesünderen Lebensstil in Berührung. Das sorgt dafür, dass man Dinge testet und herausfindet, was für einen funktioniert und das Beste für einen ist. 8. Man wird nachhaltiger. Durch weniger Konsum und bewusstere Entscheidungen wird man automatisch nachhaltiger. Selbst wenn es nicht das Ziel ist, leistet man trotzdem einen wichtigen Beitrag für die Um- und Nachwelt. Viele, die sich bewusst für diesen Lebensstil entscheiden, essen vegetarisch und vegan, auch das ist in der heutigen Zeit ein positiver Wandel. Vorteil Nummer 9. Man lebt gesünder. Wer sich mit dem Minimalismus beschäftigt, wird merken, dass dieser sich auf sämtliche Bereiche des Lebens ausweitet. So auch auf die Ernährung und die Aktivität. Man achtet bewusster darauf, was man isst, dass man nichts mehr wegwirft, bewegt sich mehr und wird sich bewusst darüber, wie wichtig es ist, seinen Körper fit zu halten. Und das bringt mich auch schon zu Vorteil Nummer 10. Man bewegt sich mehr. Den meisten Menschen tut die Natur gut und Bewegung ist wichtig für jeden Körper. Wer sich auf das Wesentliche im Leben konzentriert, wird den Drang verspüren, aktiver zu sein. Sei es ein Spaziergang, Yoga, Homeworkouts oder der Gang ins Fitnessstudio. Minimalistisch lebende Menschen achten auf ihren Körper und darauf, dass sie sich genug bewegen. Vorteil Nummer 11. Man denkt anders über bisherigen Verzicht. Wer minimalistisch lebt, wird merken, dass Dinge, die man früher begehrt hat, doch nicht so besonders sind. Dass Vorhandenes, von dem man dachte, dass man es ja irgendwann mal gebrauchen kann, doch nie oder nur selten gebraucht wird. Und dass es nicht die Gegenstände sind, die man vermissen könnte, sondern die Erinnerungen, die daran haften. Vorteil Nummer 12. Man bekommt kein schlechtes Gewissen mehr, wenn einem das seit Monaten und Jahren zugestaubte Piano unter dem Bücherstapel zuwinkt, das teure Kleidungsstück doch nicht angezogen wird oder ein ungeliebtes Geschenk hinter einer Ecke wieder zum Vorschein kommt. Denn man lernt, dass Dinge, die man nicht braucht oder nicht benutzt und die einen auch nicht glücklich machen, im neuen Leben keinen Platz haben.
Nummer 13. Man entwickelt mehr Selbstbewusstsein. Nicht nur durch die Tatsache an sich, dass man sich seiner selbst bewusster wird, sondern auch der Umstand, dass man sich mehr mit sich selbst beschäftigt, mehr Zeit mit schönen Dingen verbringt und achtsamer durch das Leben geht, sorgen dafür, dass du dir klarer darüber wirst, wer und was du bist, und du bekommst automatisch ein größeres Selbstbewusstsein. Vorteil Nummer 14. Man wird kreativer. Durch weniger Dinge insgesamt finden Gegenstände, die dich glücklich machen, mehr Platz um dich herum. Deine Wohnung wird dir besser gefallen, du wirst dir besser gefallen und bei all der Glückseligkeit, die dich durchfließt, wirst du merken, dass dir mehr kreative Gedanken kommen als vorher. Denn ein aufgeräumtes Umfeld und weniger Chaos in deinem Inneren lassen ganz von selbst mehr Freiraum für kreative Ideen. Vorteil Nummer 15. Man wird glücklicher. All diese Umstände helfen dir, dein Glück zu finden, falls du das nicht schon getan hast. Wie du vielleicht gemerkt hast, bin auch ich sehr begeistert vom Minimalismus. Für viele der genannten Vorteile ist der Minimalismus natürlich keine Notwendigkeit. Mir jedoch hat er dabei geholfen, ausgeglichener und glücklicher insgesamt zu werden. Da ich neu auf YouTube bin, würdest du mir sehr helfen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, wenn es dir gefallen hat, und ich würde mich auch sehr über einen Kommentar freuen, in dem du mir erzählst, welche Minimalismus-Videos du gerne schaust und noch mehr sehen willst. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst es euch gut gehen. Tschüss!